Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir haben einen Notruf von der Samizdat bekommen und werden dem Ganzen jetzt mal nachgehen einfach. Tja, mal sehen, wo wir hier unten überhaupt hin sollen. Hier links rum und dann einfach rechts. Okay, gut. Klar, da hinten war ja auch dieser Maschinengott-Kult. War das Maschinengott? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls auch so ein Aufstiegskult. Da hinten links. Da haben wir ja jemanden gerettet. Hi, alles gut. I like it down here. If you don't, then you can just fuck off. Na, okay. Verstanden. Ach, und hier haben wir doch mal ein paar Leute vor Drohnen gerettet, ne? War das hier? Ich meine, das... Ja, genau, hier war das. It started as a reaction to the way things were. Ja, Wisnik haben wir da rausgeholt. Aus diesem Dings. Wer ist das hier? Prague is turning into a town of reckoners. The people behind them have all gone. Achso, und wir müssen jetzt irgendwie eine Etage nach unten. Ich weiß nicht, ob das hier schon ist. Tall, dark and augmented. Over here. Ja, das hier ist Little K. Okay. Die sind umgezogen. Die sind nicht mehr in ihrem eigentlichen Versteck. Welcome to the Underground. I owe you an apology for hacking your info link. Doch, sie ist ja nicht die Einzige, die das macht. Don't sweat it. I'm assuming you had a good reason. Samizdat's usual channels are all bugged. I couldn't risk an audio communication being traced back here. You're Little K, right? You don't sound local. I wrote some things that made me have to delocalize a long time ago. Been living story to story on a Schengen visa and a language implant ever since. Never expect a short story from a long-form journalist. You want to know why I brought you here? The police raided Samizdat last night. Cleared us out. We were broadcasting until they pulled the plug. Radios, flyers, mail bursts, the makeshift media van. Getting the message out to our subscribers if they needed a refuge. As you can see, it went a little wider than we anticipated. Aha, okay. Willkommen im Untergrund, hat sie gesagt, was? So are you running a resistance cell here or a campaign room? Why not both? Now Samizdat has a captive voter base. We could run for the Senate. It's organized resistance then. Peaceful resistance. We're working together to get people under the cordon and out of Prague. It's a happy accident of a police state. Well, I say happy when everyone's repressed, they can see past their prejudices. Or they shift the blame. It's gonna take a long time for those prejudices to heal. As long as certain people can profit from keeping the wounds fresh. But you knew that already. Tja, dann gucken wir mal. This isn't what I call laying low. Aren't you afraid the police will find you again, finish what they started? They already got the K. Bones, the backup servers, even the shitty coffee machine. Enough for them to Super. call it a win and get back to indiscriminate brutality on the streets. Where were you when this happened? Right here. Running our little home away from home. Our sources tipped us off about the martial law. Either we could write about it and throw our hands up. Boy, I sure hope this massive rights violation doesn't end up being too awful this time. Or we could enact a readiness plan and really do something. Yeah, when we first met, I called you pamphleteers. I guess I should apologize. Oh no, we were pamphleteers. Now we're pamphleteers, jury-rigging an underground railroad. Okay. Also die organisieren hier wirklich so ein bisschen Widerstand gerade. Ist ja cool. What happened to Kay? K is me now, according to the Samizdat manifesto. It's all very third-wave socialist with a dash of martyr complex.
Good to know. But I mean, what physically happened to him? Right. His name is Yarek. Yarek Drobny. He's being held by the police along with Bones. No contact, no bail, no rights. Plausible deniability. He must have known the risks. No, he was open to the existence of risks. When you showed up, it should have been a wake-up call, but you were reasonable. The state isn't reasonable. Super. I'm pretty sure you didn't call me to put up posters. What's the deal? We've made a plan. We're getting people out of the city, starting first thing tomorrow. I want Yarek and Bones to go with them, but first, we need to bust them out of jail. Tonight. And you think I'm the kind of guy who breaks into police stations? Are you telling me you're not? Es ist ja nicht so, dass das die erste Polizeistation wäre, in die wir dann eingebrochen wären. In Deus Ex Human Revolution haben wir das ja schon mal abgezogen. Fine, I'll get them out. They're being held in the temporary police station downtown? Yes. By the Monument Metro. Once you're clear, take them across the plaza to the United Cleaners. We've cached everything they need for a long road trip along the old NATO decommissioning zone. That's your escape route? Puts getting them past the state police into perspective. It works on paper. And gives them these new identity documents, a lot of new identities. We found a very good forger. We're keeping her from a bright future in a Piker's newsroom. Na, es würde mich ja nicht wundern, wenn wir die auch kennen We'll have to würden. borrow more trucks. Can we get back I into the recognize city you. trash? Ja, Irenka. Irenka Bauer. Thought we activated your permit. You did. Whatever you did, it was enough to fool them. You kept us out of Golem. We will never forget that. But now you're hiding again. Martial law has changed everything. They say it is to keep us off the streets, but it is worse than that. They go into our homes, accuse us of being people we are not. Permits do not matter anymore. Na How geil. did you know to come here? Helena heard a message on the radio. It was warning people, saying the city is not safe anymore. She saw the police go into someone's home. The man. He was showing them his permit, but the officer... he did not even look at it. He just... Helena could see that the warnings were true. That people like Irenka must run away. So we start to go underground. We start to find others. When society wants to make things hard for someone, it eventually finds a way. I'm sorry it came to this, Irenka. Don't be. If it wasn't for you, we wouldn't have made it this far. We wouldn't have met all these people. Everyone is working together. Together we will find a way out of here. I hope so. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wen haben wir denn noch? Milena. Milena, you didn't take my advice about giving up on forgery. I know. But trouble is, I've got a talent for it. And it's a real growth market. As soon as you got me out of that thing with Dragomir, I had like 20 emails from Samizdat. Do you have any idea how difficult it is for art school graduates to find a specialist subject these days? The permits aren't enough for police anymore, forged or real. In Prague, maybe. But it turns out I'm multilingual when it comes to falsifying border passes. Lucky, right? Never works, I'd say lucky. Thanks for the vote of confidence, Super Commando Man. Oh, don't mention it, Milena. If there was an easier option, you think we wouldn't take it? I was less stressed out when I was working at gunpoint. We may not agree on your methods, but I'll let you get back to your work. Coming from you, that is like the gold star seal of approval. Ja, und das tatsächlich, das Model ist kaputt, ne? Das war kein Grafikglitch, sondern das Model scheint kaputt zu sein. Der Schweißfilmschicht ist einfach mehrere Zentimeter außerhalb des eigentlichen Models.
getting more and more difficult to So, aber was schreiben die denn heute? Keine Gerechtigkeit für augmentierte Opfer. Die Staatspolizei hat ihre Ermittlungen bezüglich der Ermordung der augmentierten Reporterin Angela Gunn eingestellt. Zumindest bis das Kriegsrecht aufgehoben wird. Geil. Polizeisprecher Alexei Wojner wies gleichzeitig Anschuldigungen zurück, die Beamten der Mordkommission würden augmentierte Opfer für weniger wichtig halten und fügte hinzu, der Fall ist nur ausgesetzt, nicht abgeschlossen. Na klar. Was haben wir hier drüben? Reaktion über Konferenz in London gemischt. Ach ja, Brown ist ja auf einer Konferenz in London, haben wir schon mitbekommen. In den nächsten Tagen ist London der Mittelpunkt der Welt. Prominenz aus aller Welt wird zur Safe Harbor Konferenz erwartet. Nathaniel Brown, seines Zeichens Präsident der Santo Group, will dort Rabia vorstellen, seine viel diskutierte Stadt der Zukunft für Optis. Rabia steht heute Abend ganz besonders im Fokus, denn die Schlagzeilen sind geprägt von Berichten über Unruhen im ersten Opti-Komplex von Santo. Aha. Viele Menschen sind der Ansicht, Prag hätte Taylors Rockers Bewegung für die Rechte von Augmentierten längst verbieten sollen. Andere werben bis zur Abstimmung über das Humanrestitutionsgesetz um Mitgefühl und Geduld, weil man ihres Erachtens danach wieder zur Normalität übergehen kann. Aber wie sieht Brown die Lage? Diese Frage haben ihm Reporter im Apex Center gestellt, wo die Safe Harbor Konferenz stattfinden wird. Wenn Rabia fertig ist, sagt er, wird dieses Problem kein Thema mehr sein. Ja, geil, ne? Ja, die Orchidee halt. Good. Look, it's not my fault. I'm stuck here in Rome. I won't be able to make it. Ach, hier gibt es jetzt neue Kästen, die man durchsuchen kann. Sonst konnte man die immer nur durch die Gegend werfen, diese Sunny-Kästen. Ja, geiler Scheiß auf jeden Fall. Zivilist. I recognize you. Echt, ja? Woher denn? Declaration of Augmentation. Tigard Registry. History of Permit Applications. Ugh, this one. Notice of Revocation of Welfare on page... Ah, okay. Also wir sollen die aus dem Gefängnis rausholen. Die Jungs. Why do we need these things? Bad memories of Prague pulling us one form at a time. Don't need these. Und ich würde sagen, das sollten wir auch hinkriegen. That was the girl with the blue hairs. Warum sind da eigentlich so viele Türme aktiv? Da nebenan. Das macht mich ja direkt ein bisschen nervös. Muss ich sagen. So, Wege an der Limp-Klinik. Jetzt sollen wir ins Büro und Nebenmissionen haben wir halt. K steht für Kasti. Okay. Samizdat organisiert eine Widerstandsbewegung, die Menschen aus der Stadt bringt. Unglücklicherweise sind 2 ihrer führenden Mitglieder seit einer Razzia im Polizeigewahrsam. Ich muss Kay und Bones unbedingt aus dem Gefängnis rausholen. Nach Sisters Trivett reisen. Kay und Bones werden in einem improvisierten Polizeirevier an der U-Bahn-Station Monument festgehalten. Das ist meine beste und einzige Chance, sie vor ihrer Verlegung zu befreien. Yay! Ja gut, das dürfte ja dann was relativ Kleines sein. Damit können wir bestimmt umgehen. Hoffe ich. Nee, nicht. Ansonsten hat es ja auch immer geklappt irgendwie. Mehr oder minder, wenn wir irgendwo einbrechen wollten, sollten, mussten. So, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz nach Hause vorher. Wir können vielleicht mal gucken, was mit Daria ist. Was ist hier los? Alles gut? So, hier wohnt unser Waffenschieber, für den haben wir, glaube ich, gar nichts dabei. Und das hier müsste Darias... Hatte die hier nicht Katzenstatuen zu stehen oder sowas? Und seit wann hat sie hier diesen Bärenteppich zu liegen? Okay, aber sie scheint nicht da zu sein. War der Bärenteppich schon immer da?
Bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, Leute. Ich meine, mit Bärenteppichen haben wir jetzt, oder so Vorlegern haben wir jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. So, was schreibt denn jetzt Samizdat heute? Längeres Leben, geringere Erwartungen von DPK. Hört sich nice an. So, Mausrad, danke. Vertrauliche Ansichtsexemplare eines in Kürze erscheinenden UN-Berichts warnen davor, dass die Erdbevölkerung 2040 die 10 Milliarden Marke überschreitet. 10 Jahre früher als erwartet. Ohne Beschränkungen, so der Bericht, wird sich diese Wachstumsrate also als nicht zukunftsfähig erweisen. Zum Glück ist es abwegig, dass die Herrscher unserer Welt eine groß angelegte Keulung für die beste Lösung halten. Oder? Zeit für eine Geschichtsstunde. Nach dem Jahrtausendwechsel hatten sich 65 Millionen Personen für eine biomechanische Augmentierung entschieden. 2027 löscht der tragische Unfall, den wir heute Opti-Zwischenfall nennen, 89% dieser frisch optimierten Menschen schneller aus, als Sie oder ich Bevölkerung sagen konnten. Na gut, aber 65 Millionen, also dann so knapp 60 Millionen gegen ein paar Milliarden ist ja nicht so richtig viel, aber ich meine, es sind schon eine Menge Tote auf jeden Fall. Finden Sie den obigen Ansatz immer noch abwegig? Mal gucken. Die Liste der ausgestorbenen Spezies haben wir hier: das Mammut, der Dodo, der Säbelzahntiger, ein Dinosaurier und natürlich augmentierte. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, was haben wir denn hier? Ja, gehorchen oder Widerstand leisten. Und die Polizei befiehlt also Leuten aller Altersschichten, durch die Gehorchentür zu gehen. Kriegsrecht in Prag. Alle sind schuld. Von DPK. Topmeldung. Achtung, die Polizei hat jetzt das Recht, jeden zu töten, der sich während der Ausgangssperre auf der Straße aufhält, augmentiert oder nicht. Durch Samizdats Enthüllungen über die Regierung standen wir schon immer in der Schusslinie, aber Kriegsrecht bedeutet, dass jede Person, die sich nicht an die Regeln hält, zum Ziel wird. Sie, ihre Familie, ihre Nachbarn und die Wahrheit spielt dabei keine Rolle mehr. Diese Abriegelung zeigt, dass unsere Regierung das Leben ihrer Bürger weder respektiert noch wertschätzt. Samizdats Warnung vor der Resolution 3507 für den Rest von uns ist Realität geworden. Einfache Lösung: bleiben Sie zu Hause und halten Sie sich raus. Aber was passiert in den kommenden Wochen? Werden die von den Walis geschmierten Polizisten Sie als verdächtige Unruhestifter aus ihren Wohnungen zahlen? Es reicht uns nicht, nur darüber zu berichten. Samizdat stellt überall in Prag Unterkünfte für all jene bereit, die den Behörden nicht mehr vertrauen. Kommen Sie zu uns, bleiben Sie von den Straßen weg und schließen Sie sich Gleichgesinnten an, die Hilfe und einen Ausweg anbieten. Die Missachtung der Rechte anderer hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Und darum schlägt Samizdat nun zurück, als laute und deutliche Stimme gegen die bösartigen Idioten in den Schaltzentralen der Macht. Vergessen Sie nie, die Wahrheit kann alles verändern. Finden Sie sie, schützen Sie sie, teilen Sie sie. Ja, okay. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ne? Eine Redewendung: die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Da läuft gerade Werbung. Schauen wir mal, ob wir was Neues bekommen. Nee. Schade. Ups, was war das? Invited to examine the Palisade Property Bank's lava wall defenses after one of its account holders reported an unusual data retrieval delay. No word yet on which account holder filed the report or what information, if any, was accessed. Palisade Bank Corporation owners released a statement earlier this evening claiming that any rumors of a break-in at our highly secured facility are just that, rumors. Okay, also unser Einbruch bei der Palisade Bank hat nie stattgefunden, ein bloßes Gerücht, gut zu wissen. Mal sehen, was die Nachrichten sonst noch so sagen. And now for a close look at events making headlines around the world. The impact of the AUG incident is still being felt, 2 years after the fact. The fear, the hatred, the violence. In the northwestern United States, a group of non-augmented citizens, armed with assault rifles, have begun patrolling the streets of Lewistown, Montana. They claim the US government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile,
A group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. In apparent retribution for that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks, these are troubled times indeed. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Tja, und so geht die Welt den Bach runter. Nicht nur für die Augmentierten, ne, sondern für alle im Prinzip. Mit dem Kriegsrecht. Picus News, always watching, because you are always watching. Now back to our top story. State police in Prague, working under direct instructions from the Army of the Czech Republic, have imposed a state of martial law throughout their city. This after riots in the Santo Group's Udalek complex threatened to spill over into the capital's streets. Allegedly perpetrated by masses of augmented in reaction to the sudden, unexpected death of Talis Rucker. The riots have many people fearing the worst, that a repeat of the Aug incident may be at hand. Many citizens are now demanding that the United Nations Security Council expedite their decision on Resolution 3507, the Human Restoration Act. If passed, it will mandate the worldwide removal or downgrading of augmentations, making mechanically augmented people safe again. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in fair, unbiased, and impartial reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. Santo CEO Nathaniel Brown took time away from his convention circuit to speak with me about recent upheavals in Prague. Here is what the billionaire business mogul had to say. Events inside the Utalek complex have only strengthened our resolve and our belief in the absolute necessity to create safe and secure environments for augmented citizens. No one needs to imagine what might have happened if state police had not moved swiftly to prevent the riots from spilling into Prague. Indeed. None of us are likely to forget the last time augmented people allowed their emotions to get the best of them. So are you a supporter then of United Nations Resolution 3507? Do you believe the controversial Human Restoration Act should pass? Eliza, if members of the UN Security Council could see what we at the Santo Group are building in Rabia, if they were willing to put their support behind me and the Safe Harbor Initiative, well, I wonder if they'd need to debate the act at all. To hear more of my exclusive interview with Brown, log on to picusweb.com. Okay, also sehr krass, wie Picus inzwischen ganz offen Stimmung gegen Augmentierte macht, ne? Wir erinnern uns noch dran, was letztes Mal passiert ist, als die Augmentierten von ihren Emotionen überwältigt wurden, hat sie gesagt. So war es ja absolut überhaupt nicht. Und ja, Nathaniel Brown definitiv für die Resolution 3507. Okay, und jetzt sind wir ja wieder am Anfang, glaube ich. Forensic computer experts were invited to examine the Palisade Property Bank's lava wall defenses after one of its account holders reported an unusual Ja, okay, das kennen wir schon. Also Nathaniel Brown, ne, ich weiß nicht, was mit Rabia nicht in Ordnung ist, aber das ist auf jeden Fall nicht das, was er behauptet. Ne? Entweder es wird dann genauso scheiße wie im Utolek, in Golem City, oder sie bauen das gar nicht fertig und ja, werden irgendwie alle Augmentierten vorher töten. Also ich meine, er ist ja in diesen Orchideenplan eingeweiht. Ne, so ist nicht. Und ich weiß nicht, was der Typ gegen Augmentierte hat, ehrlich gesagt. Warum der da halt so krass gegen sie ist. So, wir müssen irgendwie zur U-Bahn kommen. Ja, hier einfach rechts die Straße runter, würde ich vorschlagen. Pro vaši vlastní bezpečnost byl vyhlášen zákaz vycházení. Je zakázáno zdržovat se na ulicích. Opakuji, zákaz vycházení na ulici. Haben wir echt alle Polizisten ausgeschaltet?
Das ist ja cool, dann können wir halt ganz in Ruhe rummachen. Da war alles gerade. Achso, hier die Gefangene in der Nebengasse, ne? Also es ist wirklich ganz krass, was hier abgeht. Oh, den kenne ich doch. Hi. Mit schön hat das auch überhaupt nichts mehr zu tun. So, zum Monumentenbahnhof wollen wir. Tja, und das ist dann im Prinzip das, wohin Rassismus und Populismus einführen können. Zu so einer wunderschönen Gesellschaft. Mit einer so wunderbaren Polizei und Politik. Mich würde tatsächlich immer noch interessieren, die Motivation hinter dem Ganzen. Ne? Warum ist Nathaniel Brown jetzt so krass gegen Augmentierte? Was haben die vor? Warum wollen die Augmentierten alle unbedingt ja, vernichten? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Das würde mich, wie gesagt, brennend interessieren. Ich hoffe, das wird auch noch aufgeklärt. Und wie ist es hier verdächtig ruhig? So, okay, also wir müssen erstmal hier ein bisschen die Treppe hoch, damit das auf die Außenkarte umschaltet. So, und jetzt müssen wir gucken, wo müssen wir hin. Da sollen wir auf jeden Fall. Miller. Wo ist diese improvisierte Polizeistation? Muss doch hier eigentlich direkt sein. Nee, das ist das Falsche. Es muss hier eigentlich diese Polizeistation sein, denke ich mir. Ja, irgendwie ist es gerade so ein kleiner Anzeigefehler, ne? Und dann, aber gegenüber sollen wir die dann in den Waschsalon bringen, hat sie gesagt. Reinigung, achso, hier in den Reinigungsbedarf wahrscheinlich, ne? Das heißt, hier irgendwie rechts einfach diese Polizeistation ist das. Okay, Jungs und Mädels, ich schaue gerade auf die Uhr. Für heute war es das leider schon wieder. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wir werden die Polizeistation stürmen, mal gucken, was hier abgeht, gucken, wie wir die Leute hier über den Platz bringen. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bis dahin einen wunderschönen Tag habt. Macht's gut und bis dann. Ciao.